Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Kapitulationsphase bei Gold und Goldaktien. Eine Once-in-Lifetime Opportunity. Also eine Gelegenheit, die es nur einmal im Leben gibt. Disclaimer. Ja, was haben wir aktuell? Die Kapitulationsphase bei Gold und Goldaktien. Das ist unter anderem zu erkennen, ich lese mal vor, die gegenwärtigen Artikel in den Medien zeigen an, dass wir offensichtlich in der Kapitulationsphase sind. Genau diese waren wiederum immer der Ausgangspunkt einer mindestens 6 Monate langen Goldaktienhause. So war es 2009, so war es 2016 und 2020. Vermutlich sehen wir jetzt einen Anstieg von Gold auf 2.300, 2.500 $ bis 2022, Ende 2022 und Mitte 2023. So sehen es die meisten guten Chartisten auch. Einige sagen eben, bis Jahresende könnte 2.300 erreicht werden und dann dann geht es eine relative Korrektur und Mitte nächsten Jahres 2.500. Das ist natürlich auch alles ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber meiner Meinung nach ist wirklich zu beobachten, dass diese Kapitationsphasen, wenn sie dann auftreten, danach hat es immer gewaltige Goldaktienrallyes gegeben. Und ich denke, das wird diesmal nicht anders sein. Es müssen wirklich alle, bevor das richtig hochgeht, rausgeschmissen werden. Und so wird im Grunde genommen eine starke Bewegung vorbereitet durch diese absoluten Kapitulationsphasen. Also ich denke, es ist ganz im Gegenteil, das ist keine schreckliche Bedingung. Da habe ich auch einen Artikel, glaube ich, auf Goldseiten gelesen, der sich sehr negativ über Goldaktien geäußert hat. Und solche Artikel tauchen im Grunde genommen eigentlich immer auf, wenn der Boden irgendwo erreicht ist. Ich meine, dasselbe war zum Beispiel auch 1980 zu beachten. Da gab es, zeige ich Ihnen mal, da gab es diesen Artikel in der Business Week. Das war hier The Death of Equities, also der Tod der Aktien vom 13. August 1979. Und wie Sie sicher wissen, war das ein Datum, wo von dort an ein 20-jähriger Bullenmarkt bei Aktien begonnen hat. Also es ist immer so, es gibt immer irgendwelche Signalmeldungen, irgendwelche Berichte, wie jetzt eben auch dieser negative Artikel zu Goldaktien, so damals eben für normale Aktien, dass die nie wieder funktionieren etc. Aber das war eigentlich der Boden für eine wirklich langfristige Einstiegsphase bei normalen Aktien. Und Sie sehen es hier nochmal an dieser Gold-Dow-Ratio, das war hier 1980, als wirklich der Dow Jones zum Gold auf 1 gefallen ist. Von da aus stieg dann der Dow Jones sozusagen auf 44 Unzen Gold. Also hätten Sie hier 1980 eine Unze Gold einfach Dow-Aktien gekauft, sag ich mal den Index, hätten Sie 20 Jahre später sage und schreibe 44 Unzen verlösen können. Und das wiederholt und wiederholt sich in diesem Fiat-Money-System immer und immer wieder. Und Sie sehen es eben hier von 1800 bis 1900, als wir noch nicht dieses aus dem Nichts geschöpftes Geld haben, hatten wir eigentlich eine mehr oder weniger vernünftige Aufwärtsbewegung, natürlich auch mit Krisen. Da gab es, glaube ich, auch die Eisenbahn-Crash oder andere Krisen, aber trotzdem war es eine mehr oder weniger gute Zeit der Entwicklung. Und und dieses Jahrhundert war eigentlich eher eine Zeit der Krisengewinner, der wirklich Insider, der Spekulanten, die große Sache machen. Denn wer kann hier eigentlich vernünftig normal investieren bei diesen Ausschlägen? Hier muss man dann mit dem Timing auch immer wirklich gut liegen. Und nun wird eben auch gesagt, dass dieses alte Tief hier von Gold und da auch noch unterboten wird. Das soll Richtung 0,5 gehen. Also das heißt, dieser ganze Aktienwert wird quasi ausgelöscht, immer noch, obwohl es schon gefallen ist. Ja gut, wir werden sehen, wie weit es geht. Das mag immer noch da ein paar Verzögerungen geben. Das mag länger dauern, als wir denken, aber genau wissen wir es auch nicht. Aber auch erst dann,
ist es interessant, sage ich mal, den Blick über das Gold hinaus auf andere Anlässe-Klassen zu richten und gegebenenfalls in Aktien, sofern es die dann noch gibt und die richtigen Unternehmen unter Voice gewählt, könnte man dann beginnen umzuschichten. Aber momentan, denke ich mal, kommt man Gold und Silber eigentlich nicht vorbei. Und Goldaktien ist halt ein Vehikel, um noch mehr Gold und Silber kaufen zu können und dann umwechseln zu können und dann dementsprechend mehr an absoluten ökonomischen Tiefpunkt. Ich nenne das mal diesen ökonomischen Tiefpunkt, da wird nicht mehr viel funktionieren. Wird kaum, wissen wir auch gar nicht, ob die Börsen funktionsfähig sind, wie auch immer. Wird eine traurige Zeit werden. Trotzdem, diese Zeit ist besser, auszustehen mit einem Haufen Gold und Silber. Und in jedem Fall ist solche Zeit immer gut, erzeugt immer niedrige Preise bei Assetklassen. Klar, aber die Wirtschaft nicht funktioniert, kein Absatz, da kriegt man diese Anlagen für Pennies, for the Dollars. Aber dann eben auch nur, wenn die aus Gold und Silber sind. So, schauen wir mal weiter. Ja, heute möchte ich über ein Projekt Gold, also Gold-Projektgenerator mit Fokus Namibia sprechen. Das ist eine hohes Risikoaktie. Sie haben aber ein Superlativ. Sie haben über 70.000 Hektar Landbesitz, was sehr viel ist, bei nur einer Marktkapitalisierung von 10 Millionen kanadischen Dollar. Sie haben insgesamt 3 Projekte, also ein mehr oder weniger großes, also hier dieses Goldprojekt, Erongo Central-Projekt ist ihr größtes. Sie glauben, dass sie eigentlich ähnliche Strukturen haben und wie Usini Resources, die mehr oder weniger 2 Millionen Unzen Gold hat, ist es auch nur trotzdem ein kleiner Teil exploriert. Ja, also das ist auch ein sehr großes Gebiet. Ansonsten haben sie noch im Koshi-Goldprojekt noch hochgradiges Gold, 9,53 Gramm pro Tonne, 5,5 Gramm pro Tonne. Und diese Lagerstätten haben eben Ähnlichkeit auch mit wohl etablierten Unternehmen, B2 Gold etc. Und auch wiederum bedeutendes Explorationspotenzial. Es könnte noch größer werden. Zwischenzeitlich waren die Ergebnisse bei dem Unternehmen relativ enttäuschend. Das sieht man vielleicht auch in der Kursbewegung. Aber Sie sehen auch hier von dieser Corona-Krise, wo die mehr oder weniger fast nichts gefallen ist sie dann auch wirklich hochgeschossen, die Aktie, von, ich würde mal sagen, ja, quasi 1, 2, 3, 4 Cent auf 0,5. So kann es gehen, wenn die Investoren Feuer fangen. Und ich denke mal, der Abverkauf ist beendet. Ich denke mal, das wird jetzt auf das alte Hoch früher oder später aufschließen. Hängt natürlich an den Bohrergebnissen, aber das Land ist groß genug, viel Explorationspotenzial. Wenn das Klima für Gold besser wird und gute Bohrergebnisse kommen, kann dann solche Aktien eben auch sehr profitieren, eben gerade auch bei dieser geringen Marktkapitalisierung. Namibia ist gar kein so schlechtes Land, was die Jurisdiction geht, jedenfalls was Afrika betrifft, ist. Ja, ansonsten haben sie noch ein Rare Earth Projekt, aber das wird, glaube ich, aktiv jetzt auch noch nicht weiter verfolgt in Sambia. Ja, ist auch viel durchaus großes Geld drin. Es ist namhafte Leute haben da auch investiert. Also ich denke, es könnte eine ziemlich interessante Entwicklung sein, wenn die Goldmania läuft und dann kann sowas auch schnell auf $1 gehen und vielleicht auch mehr, ne, auf eben 2, 3, 4, 5, wer weiß, wohin uns, wo solche Aktien bei Gold 2.300 oder $2.500 stehen. Ja, jetzt gehe ich vielleicht mal kurz die aktuellen Themen vielleicht nochmal durch. Ja, hier mein altes Statisten ist einfach im Grunde genommen hier bei Gold die Welle 4 sozusagen vorbei ist und es beginnt im Grunde genommen jederzeit diese Welle 5. Das heißt, die Ausbruchswelle. Und es ist natürlich klar, das dürfte natürlich den Goldaktien, gerade den Penny-Goldaktien von dieser Tiefe aus richtig Energie geben. Also es ist, auch was die Statisten meinen, müsste
eigentlich jetzt die attraktivste Phase müsste eigentlich direkt vor uns stehen, wenn wir auf diese Welle 5 jetzt hier treten. Und das bringt dann Gold wahrscheinlich bis Jahresende unter Umständen Richtung irgendwo 2100, 2200, 2300. Wir werden das sehen, so in diese Richtung. Also es ist auf alle Fälle interessant, zurzeit in Goldaktien investiert zu sein, gerade wenn wir diese Kapitulationsphase haben. Ja, hier vielleicht nochmal von Patrick Rahim. Ja, also Silber, er sagt damit, es ist genau wie jetzt, haben sich immer viele Leute die Hände verbrannt. Ne? Wenn es niedrig ist, will es keiner kaufen. Wenn es teuer ist, wollen es alle kaufen. Und dann hat gleichzeitig Silber auch noch das Verhalten, dass es dann übermäßig stark korrigieren kann. Es ist eher so, dass die Masse der Leute sich die Hände damit verbrennt. Ich meine, wer es physisch kauft, den Cost-Average-Effekt nutzt, den kann es egal sein. Der will ja was haben, was unabhängig vom Bankensystem ist und will eben auch nicht nur auf Gold setzen, auch hinsichtlich einer möglichen Verbotsthematik und sonst was. Der kann die Schwankungen aufsitzen, obwohl die bei Silber natürlich wesentlich extremer sind. Trotzdem ist Silber ein attraktives Investment. Und man muss eben auch wissen, dass Silber- und Goldaktien eben sehr korrigieren. Das ist gar nicht so das Gold. Die Goldaktien liefen in den letzten Jahren eigentlich deshalb nicht so gut, weil Silber nicht so gut gelaufen ist. Das ist eigentlich der eigentliche Grund. Gold ist ja relativ gut gestiegen, aber Silber im Prinzip nicht. Wenn wir aber doch mal den Silberausbruch kriegen, dann profitieren die Goldaktien, die eben auch Silberanteile haben etc., überproportional, weil dann diese Anteile mit einmal schlagartig mit auch bewertet werden müssen. Und das bringt eben viel Investorenkapital rein und kann dann aus den Aktien, aus den Penny-Aktien schnell Dollar-Aktien und mehr machen. Und das ist natürlich das Interessante. Deswegen ist es nicht unwichtig, Silber zu betrachten, aber auch immer wissen, dass man sich bei Silber auch durchaus spekulativ viele schon die Hände verbrannt haben, noch verbrennen werden. Ja, wirtschaftliche Entwicklung ist ja heute auch reingekommen. Hier, das ist hier unsere wirtschaftliche Entwicklung. Ja, eigentlich sind unsere ganzen Exportüberschüsse futsch. Also wir müssen jetzt, nehmen jetzt quasi nichts ein. Ja, also der ganze Motor kommt mir vor, das ist wie so ein Motor, der ohne Öl läuft, heiß läuft, kaputt läuft. Was hat das mit Gold und Silber zu tun? Das hat damit zu tun, dass dann die Investoren sagen, warum soll ich in Industrien investieren, die mir keine Rendite bringen, wenn ich gleichzeitig in Gold und Silber investieren kann, das vermutlich in den nächsten Jahren um 25 oder 50% zulegt. Und gleichzeitig ist es ein absolut sicheres Investment. Das heißt, wenn die keine Renditen mehr erwirtschaften können mit ihrer Exportindustrie, haben die Investoren keine Lust mehr, in sowas zu investieren. Alle wollen nur ihr Geld sichern. Und weil Gold und Silber nun mal vom Anstieg steht, auch wenn uns die Insider was anderes machen wollen, bedeutet das auch eine Abkehr von der wirtschaftlichen Aktivität, die nicht mehr sinnvoll ist, weil sie nichts einbringt, wie jetzt hier im Fall von Deutschland. Und da kann man gleich Gold und Silber rauben. Und das ist gesamtgesellschaftlich ein negatives Szenario. Ich hatte das irgendwo in der Vergangenheit auch schon mal überlegt, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, aber ich habe gesagt, es ist dieser Magneteffekt. Ab irgendeinem Punkt ist der Wertverlust des Geldes so stark ist, dass eigentlich keiner irgendjemanden damit beschäftigen will, irgendwas investieren will, weil er ja auch fürchten muss, dass der Wertverlust so schnell steigt. Also der wird wie eine heiße Kartoffel, wird er versuchen, noch Gold und Silber am Ende zu kriegen. Und das bringt die Wirtschaft runter. Keiner wird in irgendwas investieren. Und also wenn dann der Gold- und Silberpreis richtig hoch geht, aus eigener Kraft, weil immer mehr Geld reinfließt, wird wahrscheinlich die reale Industrie noch mehr leiden, sozusagen. Also ziemlich brutale Phase, aber auch das hat ein Ende, wie zum Beispiel 1980. Und da müssen wir sehen, wenn der Dow und Gold unter 1 ist, das können Sie sehen,
dann kann man wieder daran denken, in den normalen Aktienmarkt reinzugehen. Okay. Ja, hier nochmal für die Leute, die das hier vielleicht zum ersten Mal sehen. Also ich habe versucht, hier solche super Goldstock Watchlist zu machen. Die schicke ich den Abonnenten, wie gesagt, gerne zu. Das sind jetzt durchaus die Hochrisiko-Aktien, wo wir hoffen, wo eigentlich Aktien dabei sind, wo diese Superlative drin sind und wo wir hoffen, dass in einem Boom diese Superlative auch superlativ bewertet werden. Also da gab es ja beispielsweise die Story von BRIX, die hatten sehr viel, eine gute Presse, also die haben gesagt, dass so viel Gold und so weiter da, riesige Gebiete in Indonesien hatten die. Am Ende hatten die überhaupt nichts, aber allein die Fantasie, dass da so viel Gold wäre, hat sie so hoch bewertet. Um das Tausendfache. Die ist von 30 Cent auf 288 Dollar gestiegen. Das kann man auch Madness of the Crowd nennen. Da gibt es auch ein Buch rüber. Das ist die Verrücktheit der Masse. Aber wenn wir in die wirkliche Goldmania kommen, dann brauchen wir Vehicles, wo die Masse der Anleger, die unbedingt investieren wollen, sehen, seht ihr, da ist ein Superlativ. Die haben riesige Gebiete, die haben viel Gold, die haben sehr hochgradiges Gold und es ist in einem relativ sicheren Rechtsgebiet. Und das sind eben die Aktien, die wir hier raussortiert haben, wie beispielsweise dieser Projektgenerator hier aus Quebec, die eben sehr großes Gebiet haben, oder anderer Projektgenerator hier aus Mexiko, Kanada. Jedenfalls, oder hier Kambodscha, auch mit riesigem Gebiet. Also ich habe immer versucht, dass da auf alle Fälle Superlative mit bei sind. Und wie gesagt, ich denke, der Markt wird das an irgendeinem Punkt bewerten. Und ja, die sind dann hier halt zusammengestellt. Wie gesagt, das ist die höchste Risikostufe, keinesfalls irgendwie eine Aufforderung zum Kauf, sondern es geht ja auch um diese Philosophie, wie realistisch ist das? Kann dieses Phänomen, das sich in den 1970er Jahren, da gehe ich vielleicht nochmal zurück, die das noch nicht gesehen haben, da hatten wir ja diese monströsen Anstiege hier. Das ist von 1976 bis 1980. Und ich denke mal, das wird auch diesmal dass es das gegeben hat, die Fantasie der Anleger auch diesmal begeistern. Ne? Dass es eben von 5 oder 10 Cent hier auf 10, 20, 30 Dollar gestiegen ist, aus sage und schreibe 1000 Dollar, wurden teilweise eine Viertelmillion Dollar und mehr gemacht. Und da sagt man sich, ja, okay, das kann man auch schaffen. Und wenn man das so teilweise schafft, besteht eigentlich die Chance, das gibt es eigentlich dann nur einmal im Leben, so wie dieses Video eigentlich auch im Titel heißt. Und natürlich gibt es diese Aktien nicht mit Vorhersagen, deswegen können wir uns diesen Aktien auch nur nähern und das soll ja diese Liste hier versuchen. Und das muss man auch immer pflegen, neu gucken, neu nachkaufen, diversifizieren, nicht zu sehr auf eine Aktie setzen. Ich denke, das Ganze ist ein Prozess und dann ist man, glaube ich, auch relativ gut aufgestellt, so dass man dann vielleicht auch das dementsprechende Resultat haben kann. Man sollte jedenfalls nicht davon ausgehen, dass man es schafft, einfach aus Vorhersuchen etc. die 1000 Wecker oder was auch immer zu finden, findet man nicht. Keine Chance. Wir können uns hier nur statistisch annähern. Und irgendwann wird man dann sagen, oh ja, hier ist ja doch ein 100 Bäcker dazwischen. Die Aktie hat es vielleicht nicht geschafft, aber das zerstört einen nicht. Gerade wenn man da einen 100 Bäcker oder so dabei hat, kann ruhig auch mal eine andere Aktie ausfallen. Aber ich denke, das ist eben das Interessante an einem Goldaktien-Boommarkt, die nicht so häufig sind, wie Sie wissen. Das waren jetzt, wie wir auch teilweise leidvoll erfahren mussten, waren das immer Schübe. Von 2016 bis August 2016 war es ein Schub, mehr als ein halbes Jahr. Jetzt dann dieser Corona-Schub, der ging im Prinzip ja von April bis, wenn man so will, ging das ja bis April 2021. Das könnte man sagen, das war ein Jahr. Also da haben wir ja dann so, oder auch als diese Finanzkrise war, 2008,
9, das ging dann 2 Jahre. Und deswegen gehen wir einfach davon aus, dass jetzt irgendwas mit 6 bis 12 Monaten kommt. Und dann müssen wir auch im Grunde genommen rausgehen, ne? Weil dann vermutlich dieser ganze Sektor eigentlich, die Aktien mindestens jetzt diese Penny Stocks, die wir gerade sprechen, mindestens im Dollarbereich ist, hoffentlich noch viel, viel mehr, wie wild der Markt ist. Und wir wissen, am Ende ist der Markt ganz wild, wenn die breiten Käuferschichten reinkommen und dann alles diese Aktien kaufen wollen, um sich irgendwie indirekt an Gold und Silber noch beteiligen zu können. Ja, also ich denke, zu diesem Phänomen kommt es und deswegen versuchen wir im Vorfeld, diese Aktien zu identifizieren. Und gerade jetzt, wo solche Aktien in der Kapitulationsphase ist, die wirklich keiner mag, das lässt ja nur einen Schluss zu, dass das eine der größten Chancen ist, die sich jetzt präsentiert. Ich meine, keiner hat auf der anderen Seite auch Zweifel, dass wir vor einer inflationären Phase gehen. Das hat sich im Augenblick in Gold und Silber noch nicht so manifestiert, weil sie noch in der Lage sind oder das für die wichtig ist, diese Preise noch im Schach halten zu können. Bei vielen anderen Preisen können oder wollen die das nicht mehr. Wie zum Beispiel sie am Spritpreis merken oder sonst was. Aber am Ende wird es auch da reindrücken, weil wie sollen die Leute sich schützen? Sie können sich jetzt nicht Zucker und Benzin und so einlagern. Also am Ende kommen die an Gold und Silber nicht vorbei. Aber das muss eben, um das große Bild, um die Leute bei Laune zu halten, muss das noch gedrückt werden. Und das heißt, die subventionieren uns noch den Preis und dann kommt es mit diesen Extradrückungen dieser Penny Stocks, werden die dann quasi so billig, dass sich möglicherweise diese riesige Chance aufbaut. Und es kam paradoxerweise zur Vertausendfachung von Goldaktien, wie ich es erwähnt habe, während insgesamt der Goldpreis nur um 25% gestiegen ist. Und allein, dass es sowas gegeben hat, deswegen muss man meiner Meinung nach als spekulative Ergänzung bei Goldaktien mit bei sein. Könnte ja sein, dass man auch sowas oder teilweise sowas trifft. Ja, diese Art von Investment macht natürlich nur Sinn, wenn sie super, super billig sind. Aber sie sind im Augenblick super, super billig. Also definitiv aus meiner Sicht eine attraktive Situation. Ja, das sind die Aktien. Die Subscriber werde ich das dann nochmal zukommen lassen. Ja, nochmal vielleicht zum Report. Also der Tausenbecker-Report ist zum einen ein PDF, das ein Excel-Sheet ist, wo versucht wird, zu Aktien, soweit es möglich ist, den Potenzialfaktor zu rechnen. Es wird die Marktkapitalisierung genommen. Die wird gematcht mit der Anzahl der Unzen, mit dem Grad des Metalles, dann mit dem Länderrisiko. Also je schlechter das ist, desto mehr wird runtergenommen. Beispielsweise Afrika geht in 50% der Bewertung weg und Mexiko geht 25% der Bewertung weg. Und so wird dann theoretischer Potenzialfaktor berechnet, dass man die Aktien ein bisschen vergleichen kann. Ist aber nur eine ungefähre Richtlinie, einfach, dass man auf den ersten Blick sieht, in welchen Aktien ist viel Potenzial. Das sieht man ohne weiteres so nicht, wenn man das nicht weiß. Aber sind natürlich dann die Aktien, die einen hohen Potenzialfaktor. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Aktien, die einen hohen Potenzialfaktor haben dann vielleicht möglicherweise auch andere Probleme. Und da steigt dann noch die Risikostufe. Und das wird versucht ja alles so ein bisschen integriert. Also es wird nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko unterschieden. Und so kann man sich dann vielleicht seine eigenen Risikoneigungen, dein Portfolio zusammenlegen. Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Ich erwähne das immer deshalb, weil es einfach ein Unternehmen ist, gerade wenn man vielleicht nicht so schnell oder Zweifel hat, an physisches Metall zu kommen, gerade wenn man vielleicht Gewinne hat, ist eine Überweisung weg. Sie brauchen, gibt es keine Mindestüberweisung, ist dann sofort auf Ihr Metallkonto, zollfrei Lager in der Schweiz, liegt da, ist einfach Überweisung, mehr haben Sie nicht zu tun.
Und genauso leicht können Sie sie verkaufen. Und das Management hatte mir auch persönlich gesagt, wir sind immer an physische Ware gekommen, wenn andere vielleicht teilweise im Monat nicht liefern können. Deswegen nur, dass man das als zusätzliche Option hat, dass Sie nicht nachher vielleicht da irgendwo anstehen müssen. Und auch wenn Sie das dann damit abgewickelt haben und Sie wollen das gar nicht einlagern, können Sie, wenn Sie die Transaktion gemacht haben, können Sie es ja sofort auch physisch auslagern lassen. Das geht auch. Es ist also aus meiner Mitte einfach, vielleicht für eine schwierige Zeit haben Sie da ein Instrument, wo Sie Probleme dann noch an Edelmetalle bekommen. Ja, wenn Sie generell physisch kaufen können, einfach erstmal auf gold.de schauen, wo die günstigsten Händler sind. Also es wird, wie gesagt, viel im Internet, in YouTube wird auch viel, irgendwelche wollen Leute Gold- und Silbermünzen kaufen, aber teilweise mit erheblichen Aufschlägen. Das tut meiner Meinung nach nicht Not. Einfach hier die günstigsten aussuchen. Ja, dann noch weitere Informationen. Literatur zu Goldaktien, ein paar langfristige Charts, noch ein paar interessante Webseiten, weitere Informationsquellen, wie beispielsweise COCA ist verlinkt. Das ist, sage ich mal, so eine kanadische Plattform, wo Goldaktien diskutiert werden. Da können Sie sich auch anmelden und die Diskussion verfolgen. Ja, wenn es generell Fragen zum Report oder Rückfragen gibt oder Zustellungsprobleme, können Sie mich einfach gerne kontaktieren. Schreiben Sie eine E-Mail oder rufen Sie mich unter der angegebenen Rufnummer an. Gerne. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dass Sie vielleicht meinen Kanal abonnieren. Besten Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.